Ich war vor 2 Jahren mit einem Kameramann, der einen Film machen in Reykjavik auf so einem Weekend-Trip. Und an dem Tag, nachdem wir von Reykjavik zurückgeflogen sind, haben wir eine Mail gekriegt auf die Memorstimme, ob wir ein Konzert für sie organisieren, ein Jahr darauf, also sprich letztes Jahr. Und ich habe dann gefunden, super, ich bin gerade in Island gesehen, Reykjavik, ich habe eine super geile Stadt gefunden, einen super geilen Ort. Müssen wir machen, wir organisieren ihnen ein Konzert organisieren und ihnen dann vorschlagen, wir könnten dann noch Gegenbesuch irgendwann in der Zukunft. Und dann ist für ihn dann der Vorschlag gekommen, hey, wir machen in 2 Jahren ein grosses Festival, weil wir werden 100 Jahre alt, wir ganz viele nordische Chöre einladen und kommen doch dort als Special Guest quasi dazu. Und dann hat sich das ergeben und dann sind sie hier angekommen, auf Basel vor einem Jahr, haben in der Predigerkirche gesungen von vollem Haus und ein Jahr später sind wir jetzt hier. Wieso nicht noch fahren, die Färöerinsel dazu nehmen, einen Ort, wo man sonst nie angeht, außer vielleicht die Schweizer Fußballnazi spielt dann dort einmal, aber sonst kennt man von der Färöerinsel nicht wahnsinnig viel. Und ich fand, wieso tun wir das nicht kombinieren. Gestern sind wir hier in Tórshavn angekommen, in der Hauptstadt der Färöerinseln, und zwar kurz vor Mitternacht. Wegen einem verspäteten Flug sind wir wirklich spät hier angekommen, aber es war sehr herzig, wie der gastgebende Chor hier, der Männerchor Tórshavn, uns hat empfangen. Die waren also wirklich noch spät in der Nacht am Busterminal und haben auf uns gewartet. Sind wir dann aufgeteilt worden auf die verschiedenen Parteien und seitdem haben die allermeisten haben dann noch das Nacht bekommen. Wir hatten zum Beispiel traditionelles Essen gehabt, das ist das verschiedene Lammspeisen, Lammwurst oder trockenes Lammfleisch. Sehr herzig gewesen. Und dann heute Morgen sind wir hierher gekommen. Das ist die Konzerthalle vom sogenannten Nordic House. Ein neuer Bau, wo generell Kulturanlässe stattfinden. Ein sehr schöner Bau von außen und von innen auch, eigentlich sehr gut mit der Akustik. 400 Leute haben hier Platz, eigentlich ein grosser Saal für eine kleine Stadt, sage ich mal. Wir haben den ganzen Tag geübt, probiert, auch mit dem Männerchor, der uns hier empfangen hat. Und heute Abend in ein bisschen mehr als 2 Stunden geht es los mit dem Konzert. Und wir freuen uns eigentlich alle zusammen auf den Auftritt heute Abend, aber auch sonst die nächsten Tage, die wir hier werden verbringen, bevor es dann weitergeht nach Island. Lasst euch sagen über die Färöerinseln, sehr viele kleine Inseln, sehr viele kleine Örtchen, im Ganzen 49'000 Einwohner, keine Bäume oder fast keine Bäume, wenig Tiere, viele Schöfli. Also wir genießen es im Moment absolut, hier einfach die Ruhe zu genießen und die weiten Landschaften, das Meer, das sich überall reinschlängelt, Fjord. Wir haben heute gerade den 4. Tag von der Männerstimmenreise auf den Färöerinseln. Wir haben auch den 4. Tag verschiedenes Wetter. Es ist wie immer regnerisch, grau, bewölkt. Der See ist hart an der Grenze gesehen für gewisse Leute. Für gewisse Leute ist es eine schöne Reise hinten raus. Und in Basel wird uns etwas ganz anderes erwarten. Wir genießen es aber trotzdem mit allen Getränken, die wir haben.
Morley Departure is your captain. You're approaching the Seyðisfjörð in Iceland. Expect to be inside 9:45 ship's time. Be alongside the terminal on schedule at 10:00 hours. The weather in Seyðisfjörð this morning is good. Light wind from southwest, sunshine, and they have 4 degrees centigrade at the moment. So thanks for now. Hope you enjoyed this trip with us to Iceland, and I wish you all a continued good traveling today. Thank you. Wir machen jetzt gerade hier einen Zwischenhalt in Namaskar. Das sind so Gas-Dampfquellen und Schlammquellen, wo das Grundwasser in die Tiefe sinkt und auf dem heißen Gestein verdampft und wieder aufsteigt und mit einem gruseligen Schwefelgeruch sich hier ausbreitet. Man sieht hier, denke ich, im Hintergrund wunderschön diese Dampffahnen, die sich dort vom Wind getrieben verdünnisieren. Und auch der Boden ist ziemlich dünn, also man muss sich innerhalb von Absperrungen bewegen, weil sonst besteht die Gefahr, dass man durchbricht und dann würde man im Fegefeuer landen. Es ist recht dünner Boden hier. Jetzt sind wir gespannt, es geht weiter nach Akureyri demnächst. Wir haben noch einen Zwischenhalt in so heißen Bädern, wo wir ein Ständchen singen werden und dafür kriegen wir gratis Eintritt. Und dann geht es weiter nach Akureyri, wo wir im Hostel wohnen werden für 2 Nächte und morgen dort auch noch ein Konzert haben werden. Also wir sind sehr gespannt, sind dort am nördlichsten Punkt unserer Reise angelangt, wo wir kaum noch Nacht haben werden, also nur noch 2 Stunden bis 3 Stunden Dunkelheit. Ansonsten scheint den ganzen Tag die Sonne. Ich muss sagen, es war sagenhaft. And you put it all by Und heart? wir haben viel Spaß gehabt und hoffe, dass die Leute weiter singen und schönen Erfolg haben in Island. Vielen Dank. Have a nice trip. Thank you very much. Wir sind ganz begeistert nach dem ersten Konzert hier in Island. Wir haben wirklich ein selten gutes Konzert gegeben. Also wir können wirklich sehr zufrieden sein. Es war ein super Konzert gewesen. Und die Leute haben noch mehr wählen, obwohl das Konzertprogramm fast zu lang ist. Also wirklich völlig begeistert sind die Leute gewesen. Und das hat sich übertragen auf den Chor, auf mich und so. Und das ist also wirklich ganz schön gewesen. Actually, we came here by accident, just visiting, sightseeing Iceland, but it was one of the best shows we ever seen in our lives. And the girls told me the guys are very handsome. We invite you to Poland. Yeah, Because come we are over to here Poland. in Poland. Yeah, Warsaw is waiting for you. Yeah. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei bei der Männerstimme, jetzt in 2 Monaten und habe dann netterweise schon mitkommen auf die Konzertreise. Ich habe für das natürlich sehr viel nachlernen, aber ich bin auch sehr nett empfangen worden. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr angenehm zum hier mitsingen. Es ist wirklich eine angenehme Stimmung. Ich habe das Gefühl, es funktioniert sehr gut. So der Mix aus Unterhaltung und Ernst. Das heisst, wenn es darum geht, etwas zu erreichen und wenn es darum geht, jetzt anständig aufzutreten und wirklich etwas zu leisten, dann sind alle dabei und geben sich Mühe. Aber wenn es noch darum geht, nach dem Auftritt ein Bier zu trinken oder den Tag durch irgendwie Blödsinn zu machen, dann sind auch alle sehr dabei. Und die Abwechslung funktioniert wahnsinnig gut. Und das finde ich sehr beeindruckend und finde ich sehr toll, weil das ist sehr angenehm. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg von Akureyri nach Reykjavik. Das sind etwa 400 Kilometer. Haben jetzt vorher gerade Halt gemacht bei einem Vulkankrater, den man anschauen konnte, relativ klein. Das andere an der ganzen Geschichte ist, dass ja eigentlich Island per se eine Vulkaninsel ist mit vulkanischem Ursprung. Und auf einer relativ speziellen
Linie liegt, nämlich in der Trennungslinie also vom mittelatlantischen Rücken und vom färöisch-isländischen, grönländischen Rücken. Und es ist eine sehr aktive Vulkanzone nach wie vor. Und auch interessant an dieser Geschichte ist, dass eigentlich normalerweise so Erhebungen, wie jetzt das hier sich manifestiert, gar nicht aus dem Wasser raus schauen, sondern spielt sich eigentlich alles unter dem Meeresspiegel ab. Und da hat man jetzt auf Island die Möglichkeit, dass man das effektiv auch an Land sieht, weil es dermaßen hoch in der Überschüttung ist. Jetzt haben wir gerade Informationen gehabt, von den Festivalveranstaltern. Es hat ein paar technische Probleme gegeben. Freitag der 13. kann es geben. Wir können so schnell den Saal anschauen für jetzt oben, wo wir singen, der große Eldborg-Saal. Und auch, wo wir morgen unser 30-minütiges Konzert haben im Nordur-Ljos-Saal. Und da ist auch eine Quartet-Competition am Nachmittag, wo 2 Quartettauswahlen für uns im Chor werden singen und sich mit anderen Quartetten aus den nordischen Ländern werden messen. Wir sind jetzt gerade am Quartettwettbewerb vom Festival. Wir sind zu 4 auftreten unter dem Namen Dauildin Frau Basel. Das heisst der Tod von Basel. Das war nur eins von 13 Quartetten und wir haben 3 Stück gesungen. Das im ersten Lied ein bisschen verkackt, ein bisschen Textproblem gemacht. Dafür haben wir dann nachher das zweite und dritte Lied sehr gut gemacht. Mal schauen, ob es jemand gemerkt hat. Aber Hauptsache ging es um den Spaß und nicht ums Gewinnen. Morgen wissen wir mehr. Beim Final Dinner wird es dann die Preisverleihung geben und wir sind gespannt. Wir befinden uns gerade im grossen Saal von der Harpa, wo wir gestern ein grandioses Konzert hatten mit vielen anderen nordischen Chören und haben gerade Stellprobe für das grosse Konzert jetzt oben, wo wir mit allen Chören zusammen, die an dem Festival mitgemacht haben, verschiedene isländische Volkslieder singen können. Es klingt toll und wir freuen uns auf den grossen Anlass jetzt oben. Wahnsinnssaal. Auf der Bühne selber hat man das Gefühl, es tönt gar nicht so gut. Oder man hört nicht so viel, aber nachher im Publikum, wo wir im Publikum gesessen sind, haben wir gemerkt, dass es doch wahnsinnig gut tönt. Also ich möchte mich nur ganz schnell vorstellen. Ich bin die Honorarkonsulin für die Schweiz in Island. Ich bin Journalistin und Fernsehmoderatorin. Und ich habe allen erzählt von euch. Ein sehr großes Vergnügen, sehr großes Vergnügen. Das war wichtig bei Johanna, also der Abend war euers. Ja. Das war, Applaus lügt nicht. Ja, nein. Das hat man gehört. Okay, then we have one more. First prize goes to the first prize is 800 euros. And it goes to Dauildin fra Basel. Has anybody seen the fourth guy? His name is Benedict. Can you shout around if Benedict, are you here? Benedict, Benedict, Benedict. Der große Käse und der springt bis 80 Meter hoch, aber er ist nicht mehr aktiv. Derjenige, der springt, heißt Strohkur, das bedeutet Butterfass.
Und der Sprachchor, er spricht alle 5 bis 10 Minuten. Und er spricht bis 30 Minuten. Der ist viel besser als Käse, weil wenn der Käse aktiv ist, dann muss man den ganzen Tag warten, bis er kommt. Ja. Und das ist für Tourismus natürlich wirklich gegen. Das ist doch geil. Es war eine wunderschöne Erfahrung und eine wahnsinnig eindrückliche Reise. Und alle haben sich für uns interessiert. Es ist irgendwie so, es ist sehr gut angekommen, wir hatten eine gute Stimmung untereinander. Und es ist jetzt ein schöner Abschluss. Das Ende von den letzten Tagen hier in Reykjavik ist jetzt auch erreicht, nach dem Konzert in Skalholt. Eine fantastische Kirche. Ich bin völlig überrascht, dass dort zum Beispiel die Kingsingers offenbar ein Konzert gegeben haben. Wir haben dort hier also unseren Abschluss erleben. Bei einem wunderschönen Tag sind reingelaufen mit dem Veni Emanuel vom Templeton, also arrangiert vom Templeton, und die Türen sind aufgegangen und wir haben die Szene gesehen hinter dran, wunderschön mit in der Kulisse, und ich glaube, das hat uns alle elektrisiert. Erst recht nach dem, was wir an dem grandiosen Festival in der Harper haben dürfen erleben. Die Reise war wunderschön, wir sind in 2 Ländern, wo man wahrscheinlich nicht einfach so anreisen würde. Ich muss zugeben, ich war leicht skeptisch am Anfang, was den musikalischen Austausch angeht. Ich bin skeptisch, als ich dachte, es ist sicher sehr schön, in einer ganz kleinen Kapelle auf der Färöerinsel aufzutreten. Aber was bleibt übrig musikalisch im Sinne von, haben wir wirklich die Höchstleistung dort? Ist das überhaupt möglich in so einer Kapelle, die vielleicht zu klein ist für uns? Kriegen wir das an? Wie ist das im Unterschied, wenn man sich dann gewohnt ist, in einer Konzertsaal aufzutreten, neben hochkarätigen Chören? Und ich muss sagen, es ist voll aufgegangen. Es ist genau das, was die Musik ausmacht. Der Kulturaustausch, das Nähe, das haben wir gespürt. Und am Schluss in der Harper haben wir den großartigen Konzertsaal erleben. Von dem her eine fantastische Reise. Ein Ausblick auf die Zukunft. Wir haben jetzt CD-Aufnahmen im Frühsommer und die wird im November rauskommen in unserem Pilgerprogramm, das ja auch sehr nordisch angehaucht ist. Und wer weiss, was im nächsten Jahr angeht. Polen, Tschechien ist in Planung. Da gibt es 2 tolle Festivals in Breslau und Krakau. Und in 2 Jahren werden wir stimmen 10 Jahre alt. Und wenn man mich hört, hatte ich 1000 Ideen. Ein tolles Jubiläumskonzert zu organisieren, das steht in der Stelle.